Mal gucken, ob dieses Video jemals die Öffentlichkeit erreicht. Oder ob das auch gelöscht wird. Okay, stopp. Fahr ein bisschen vor. Ein bisschen zu mir rüber. Okay, stopp. So will ich stehen bleiben, genau so. So, wir sind im Iran angekommen und stehen jetzt hier in einer netten kleinen Kuhle hinter einer etwas kleineren Straße. Und wir haben heute die Grenze überstanden. Wir haben heute Morgen schon ordentlich jeder Bammel gehabt, so, aber eigentlich unbegründet. Wir haben viel im Netz uns informiert, was passieren könnte. Zum Beispiel, wir haben unseren extra Kanister, den wir standardmäßig eigentlich immer voll haben als Safety, als Backup, haben wir in den Tank reingeleert, weil es hieß, dass man keinen Sprit importieren darf, weil es illegal ist. Und deswegen, aber das haben die letztendlich auch gar nicht gecheckt. Wir haben einmal hinten einen Blick reingeworfen, das war wie, keine Ahnung, Grenze nach Kroatien oder Bosnien-Herzegowina. Da wurde auch kurz reingeguckt, fertig. Aber wir haben uns da echt gedacht, jetzt werden wir vollkommen zerlegt. Es war nur mit den Dokumenten, hat es ewig gedauert. Wir haben eben mit dem Carnet de Passage, das haben wir extra dafür gebraucht, aber das wurde alles abgestempelt. Der Typ hat sich ewig Zeit gelassen, aber hat gut Englisch gesprochen und dann, ja, eigentlich passt alles. Es war ein bisschen wirr an der Grenze. Also, ich fand eine ganz witzige Situation. Es gab eigentlich so mitten im Gelände eine Hütte, wo wir auch hin mussten. Ich stand immer vor dem Haus, wo er mit dem Carnet de Passage noch beschäftigt war. Und regelmäßig kamen die Leute aus dieser Hütte rausgerannt, weil die LKW-Fahrer nicht gecheckt haben, dass sie da anhalten müssen. Und jedes Mal kamen sie wieder rausgerannt. Ey, anhalten! Ja, das System hat nicht so ganz hingehauen dort. Wir haben vorhin eine kurze Pause gemacht und haben was gegessen. Und gerade als wir wieder eingepackt haben, kamen zwei Polizisten auf dem Motorrad. Der hinten hatte einen Topf mit Reis dabei und Soße. Einfach auf dem Schoß so, aber Gewehr natürlich auf dem Rücken. Dann haben sie kurz einfach nur unsere Dokumente sehen wollen und haben dann vorne dieses Gerät gefunden, und zwar die GoPro. Und haben die dann erstmal durchforstet und haben alle Aufnahmen, die da gemacht wurden, also vom Weg von der Grenze bis zu dieser Pause, haben sie die Aufnahmen gelöscht. Schade, das waren nämlich sehr schöne Aufnahmen, sehr schöne Landschaft, aber da war eben scheinbar die Grenze irgendwie zu sehen, zu Armenien. Und das finden die nicht so cool. Also die finden es insgesamt nicht so cool, wenn man hier filmt. Da müssen wir uns jetzt drauf beschränken, wirklich Landschaftsaufnahmen, Pinzgauer und Zirkus. Es ist so krass. Wir sind im Iran. Hast du dein Handy hier? Nee. Mann, das ist ja so ein geiles Hochkant Instagram. Hör jetzt auf zu filmen, Mann. Nicht du. Ich hab's mit meinem Handy nicht im Griff. Entschuldigung. Ja.
Was geht? Wetterumschwung, gute Sicht auf die Autobahn. Ich hab's voll im Griff. Ich sehe nur den Spiegel nicht. Wir haben gerade eben für 10 Cent den Liter getankt. Oder haben wir uns mal nicht nehmen lassen, 2 Kanister extra voll zu machen. 685 Liter für 8 Euro. Was? Wir sind in Iran, hier ist Sprit billig. Also, nochmal von vorne. Wir waren gerade an einer dieser Mautstationen, wo Autobahn kostet. Für uns sind es zwar nur ein paar Centbeträge, aber gerade eben war es nochmal anders. Wir sind da hingefahren und David, was hat er dann nochmal zu dir gesagt? Wir müssten nichts zahlen, auch kein Problem, sowas hat man gerne. Im Iran haben wir keinen einzigen Kontakt. Wir wissen auch nicht, ob wir hier überhaupt Zirkus machen können. Der bisherige Plan ist, ungefähr einen Monat im Iran zu sein, das Visum für Pakistan zu besorgen und dann weiterzureisen. Da wir im Iran keinen einzigen Kontakt haben, gehen wir erstmal in ein Hostel in Teheran. Wir wollen uns die nächsten Tage um das Visum für Pakistan kümmern. Dann finden wir auch eine erste Möglichkeit, Zirkus zu machen. Eine Hostelmitarbeiterin verrät Jan, dass ihre Mutter Lehrerin ist. Sie organisiert uns ein Treffen mit dem Schuldirektor und 3 Tage später spielen wir unsere erste Vorstellung im Iran. My name is Ich stehe gerade auf dem Platz der 4. Klasse. Letzter Punkt. Hier überall sind Punkte auf Rot. Und jeder Platz ist, wenn die Appell haben, mit einem Schüler voll. Vorne sind die blauen Punkte, dann die grünen und dann die roten von der 1. bis zur 6. Klasse. Und dann steht jeder Schüler auf seinem Punkt. Ja, das ist ein bisschen abgefahren. Und jetzt versuchen wir hier ein bisschen Lockerheit reinzubringen und wir haben erklärt, dass wir die Punkte nicht brauchen. Eigentlich sollten wir hier auf dieser Bühne, auf diesem Balkon spielen, aber das passt uns nicht. Da können wir nicht frei agieren. Wir werden es sehr anders gestalten. Wir haben hier die Möglichkeit, unseren Vorhang aufzuhängen. Und wir werden den Backstage-Bereich haben und dann können wir hier das bespielen und dann haben wir hier das Publikum hat Platz. Das Publikum ist am Start. Ich schmink mich jetzt.
Finito. Im Iran sind Jungs und Mädchen meistens streng getrennt. Wir sind jetzt an einer Jungenschule und wir sind selber sehr gespannt, wie die Kinder reagieren. Stellst die Kamera hin? Die ersten Minuten blieb es komplett ruhig und die Kinder haben unfassbar konzentriert und gebannt beobachtet, was wir da tun. Und dann kam plötzlich der Moment, wo die Begeisterung aus ihnen heraus explodiert ist. Ab dem Moment war jede Aktion ein Highlight. Gegen Ende hat dann der Schuldirektor über ein Mikro noch angefangen, die Kinder anzufeuern, noch mehr zu applaudieren. Nach unserem Programm gab es dann die Anweisung, dass alle Kinder sich auf Position stellen, um für uns noch ein paar Lieder und natürlich auch die Hymne zu singen. Wir werden gleich noch zum Essen eingeladen, aber erstmal müssen wir noch Bilder machen mit den Klassen. Hier sind die Dinger. Das ist der Jahreszeitentisch. Jahreszeitentisch in Iran. A letter? Please open gift. Oh, thank you. Go happy. Mal wieder Brief bekommen. Jan, I love you. David von Sin. Jan, David. Und eine Telefonnummer. Ja, das ist das Datum. Mit diesen Eindrücken geht es für uns zurück ins Hostel und wir machen uns an die Arbeit, das Visum für Pakistan zu bekommen. Der erste Versuch nimmt allerdings ein schnelles Ende. In der pakistanischen Botschaft wird uns mitgeteilt, dass es momentan in Teheran für unbestimmte Zeit kein Visum für Touristen gibt. Das liegt daran, dass sich die pakistanische und die iranische Regierung momentan in einer Auseinandersetzung befinden. Nachdem wir es noch etliche weitere Male erfolglos versucht haben, beschließen wir es später über andere Wege zu erledigen. Wir erhoffen uns, das Visum in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu bekommen. Doch bevor wir die Weiterreise antreten, machen wir uns in Teheran auf die Suche nach frischen Ölen für den Pinzgauer. Der Ölwechsel steht bald an und wir brauchen mineralisches Öl, das wir hier in der Großstadt hoffentlich finden. Waren wir jetzt unterwegs und das ist ganz interessant hier, gibt es dann in Teheran eine Ecke in der Stadt, wo alles, was zu Auto, Engine, Pipapo gehört, ist dann in diesem Viertel zu finden und da sind wir hin und haben eben nach Öl gefragt, sind bei zwei sehr netten Leuten gelandet, die nicht unser Öl hatten, aber mit uns losgezogen sind, also der eine und gesucht hat, in mehreren Läden war, bis wir es gefunden haben. Jetzt haben wir alle Öle, die wir brauchen. Auch die Menge. Und die Menge. Ah ja, und was auch noch cool wäre, wir haben mit denen gesprochen und erzählt, was wir machen, warum wir im Auto hier sind und so, und wir machen Zirkus. Und daraufhin hat er gesagt, er hat einen Kollegen, der irgendwo arbeitet, wo wir vielleicht auch mit Kindern dann was machen können. Und er wird in der Schule von seinen Kindern fragen. Bevor wir tatsächlich 4 weitere Vorstellungen in Teheran spielen, beschließen wir, das Hostel zu verlassen, da es uns jeden Tag Geld kostet. Wir haben gehört, dass Couchsurfing im Iran zwar verboten ist, finden aber heraus, dass es trotzdem sehr viel genutzt wird. So finden wir auch unseren neuen Gastgeber und mittlerweile sehr guten Freund Mehdi.
Er wohnt in einer kleinen 2-Zimmer-Wohnung und nimmt trotzdem immer wieder Gäste bei sich auf. An einem Abend lädt uns Mehdi ein, mit ihm und seinen Arbeitskollegen Paintball zu spielen. Wir haben das beide noch nie gemacht und sind umso gespannter, was da auf uns zukommt. Dann geht's zur Sache. It's filming. Are you ready? I'm ready. Let's go. Es gibt 2 Mannschaften, die in einem aufgebauten Parcours gegeneinander antreten. Die Schusswaffen sind mit rosanen Kugeln geladen, die einen rosanen Fleck auf dem Anzug und einen blauen Fleck auf der Haut hinterlassen. Wer getroffen wurde, hebt die Hand. Dann darf er nicht mehr beschossen werden und er verlässt das Spielfeld. So werden die Mannschaften immer kleiner, bis es einen Verlierer und einen Gewinner gibt. Nach dieser ersten Paintball-Erfahrung lassen wir den Abend entspannt mit Mehdi ausklingen und hoffen, dass sich morgen noch weitere Möglichkeiten für den Zirkus ergeben. Und tatsächlich, der Ölhändler hat uns einen Kontakt besorgt. Wir wissen nicht genau, mit wem wir jetzt eigentlich am Telefon sprechen, aber eine Location und eine Uhrzeit für unsere Show stehen schon fest. Als wir dort ankommen, finden wir heraus, dass es sich um einen Kindergeburtstag handelt. Alles ist organisiert. Ein Vorhang ist schon aufgebaut, Kaffee steht bereit und falls wir irgendetwas brauchen, müssen wir nur Bescheid geben. Bei diesem Auftritt bekommen wir sogar eine Gage. Normalerweise nehmen wir kein Geld für unsere Shows, doch als wir feststellen, dass unser Kontakt von einer Künstleragentur zu sein scheint, der für die Organisation unseres Auftritts Geld bekommt, willigen wir ein und machen den Deal, 3 weitere Vorstellungen in Teheran zu spielen. Die letzten 2 Tage haben wir jeweils eine Show gespielt. Heute spielen wir in 2 Kindergärten direkt hintereinander. Doch wir werden schon vor unserer Ankunft aufgehalten. Die staatliche Aufsichtsbehörde begutachtet im Moment den Kindergarten und wir gehören mit dem Zirkus nicht zum offiziellen Programm. Nach 20 Minuten Warten haben die Aufseher den Kindergarten verlassen und wir dürfen ihn heimlich betreten. Wir sind jetzt ein bisschen unter Zeitdruck, die Kinder sitzen schon da, müssen sich noch schminken. Erziehung ist im Iran Staatsangelegenheit. Workshops dürfen wir eigentlich nicht geben, also sprechen wir nicht mehr von Workshops, sondern drücken den Kindern nach unserer Vorstellung einfach das Material in die Hand und sagen, dass wir mit ihnen spielen. Otherwise he's running away. Dann spielen wir die letzte Show in Teheran und fahren abends ein letztes Mal von der Arbeit nach Hause zu Mehdi. Zu unserem Glück haben wir über unseren eigenen Trägerverein aus Deutschland einen nächsten Kontakt im Iran gefunden. Und so geht für uns schon am nächsten Tag die Reise weiter Richtung Kaschan.